Es reichen gerade mal 5 Töne und sofort haben Millionen Menschen das Bild von einem Jungen mit Narbe und einem Schloss voller Geheimnisse im Kopf. Willkommen in der Welt von Harry Potter und der Titelmusik Hedwigs Theme. Komponiert vom legendären John Williams ist dieses Stück mehr als nur Filmmusik. Es ist die Hymne einer ganzen Generation. Aber warum klingt dieser Song so unglaublich magisch und anders? Und warum war ein Teil dieser Melodie im Mittelalter sogar verboten? In diesem Video bekommst du die Antworten auf all diese Fragen und lernst, wie du diesen Klassiker der Filmgeschichte ganz einfach auf dem Klavier spielst. Mein Name ist Michael und hier ist Timeline Music. Bevor wir uns anschauen, wie man den Song spielt, lass uns kurz darüber sprechen, warum dieses Lied so magisch und nicht von dieser Welt klingt. Dafür gibt es, finde ich, 4 besondere Gründe. Habt ihr bemerkt, wie der Song immer wieder eine leicht gruselige Spannung aufbaut? Das liegt an einem speziellen Tonsprung, dem Tritonus, einem Klangintervall von 3 ganzen Tönen. Im Mittelalter nannte man es auch das Teufelsintervall und war angeblich in der Kirchenmusik strengstens verboten. Dieser Tonabstand klingt unheimlich und instabil, verlangt nach Auflösung und erzeugt sofort ein Gefühl von, da stimmt was nicht. Stellt euch vor, die meisten Songs spielen auf einem Spielfeld mit festen Regeln. Sie nutzen meist nur 7 von 12 möglichen Tönen, unsere vertraute Tonleiter. John Williams bricht diese Regel so weit auf, wie es nur eben geht. In seiner Melodie benutzt er neben der Haupttonleiter tatsächlich alle 12 uns zur Verfügung stehenden Töne. Also alle schwarzen und weißen Tasten auf dem Klavier. Unser Ohr fühlt sich damit nie ganz sicher. Man weiß nie, wohin die Reise geht. Die Töne öffnen den Song, machen ihn unberechenbar. Man könnte sagen, er bekommt etwas Magisches. Achtet man auf den Rhythmus, fällt uns Folgendes auf. Es ist kein marschierender 4/4-Takt, wie zum Beispiel beim Star Wars-Thema. Es ist ein 3/4-Takt, ein Walzer, welcher die Melodie zum Schwingen und zum Kreisen bringt. Man hat das Gefühl, mit der Musik abzuheben, zu schweben, was natürlich perfekt zu Eulen und Besen passt. Und zuletzt sind es nicht nur die Töne und der Rhythmus, die das Stück ausmachen, sondern auch, wer es spielt. Das Hauptinstrument ist nämlich eine Celesta, ein kleines Klavier, was auf Metallplatten spielt. Das Ergebnis ist dieser glockenartige, zerbrechliche Klang. Er klingt altmodisch und ein bisschen wie eine Spieluhr aus einer anderen Zeit. Der perfekte Sound für eine neue Welt. Wenn du mehr bekannte Film- und Popmusik auf dem Klavier lernen möchtest, drück gerne auf den Abonnieren-Button. Aber jetzt zurück zum Song und wie man ihn ganz einfach spielt. Dafür schauen wir uns zuerst die Tonhöhe an, also welche Töne man spielt und danach die Tondauer, also wann und wie lange man die Töne spielt. Für die Tonhöhe bekommst du in Abschnitten eine langsame Schritt-für-Schritt-Erklärung, mit welcher du die richtigen Töne und hilfreiche Fingersätze auf dem Klavier findest. Für die Tondauer gibt es eine langsame Mitspielversion mit einer Timeline, die Linie über den Noten, die dir direkt anzeigt, wann du spielen musst. Also keine komplizierten Rhythmusübungen, sondern auch ohne Vorkenntnisse sofort auf den Punkt spielen. Der Song ist in 2 Teile aufgeteilt, einen A- und B-Teil. Und es gibt einige Wiederholungen, über die wir uns freuen können. Auf geht's zu den ersten markanten Tönen des Soundtracks. Wir starten in der rechten Hand mit dem Daumen auf einem H, öffnen die Hand, damit der zweite Finger hier ein E drücken kann. In der linken kommt ebenfalls ein E dazu, mit dem dritten Finger bitte zusammen.
Dieses E kommt weitere 4 Mal, das heißt, wir können uns auf die rechte Hand konzentrieren. Der 4. liegt richtig, ein G. Es geht weiter mit einem Fis. Jetzt wechseln wir in der rechten Hand eine Taste nach oben, indem wir den Daumen hier aufs E setzen und links kommt das nächste E dazu. Der 5. Finger liegt richtig. Auch der 4., diesmal wieder zusammen mit dem E links. Der 2. Finger geht hier auf die schwarze Taste Fis. Links kommt wieder ein E dazu. Und auch der Daumen liegt schon wunderbar. Wieder zusammen mit dem E links. Jetzt wechseln wir in der rechten Hand 2 Töne nach unten. Also der kleine Finger wechselt hier aufs G. Der 4. danach bitte aufs Fis. Bis hierhin haben wir jetzt in einer Tonart gespielt. Und jetzt geht John Williams raus mit diesen Tonleiter fremden Tönen. Und mit dem nächsten Ton hören wir unseren ersten Tritonus. Ich drücke ihn nochmal. Der klingt nicht so schön. Da möchte man weg. Und wir lösen den auf, indem wir hierhin springen. Der 2. Finger in der linken Hand spielt ein G. Und die rechte Hand verschwindet jetzt. Sie hat Pause. Und die linke Hand übernimmt das H. Im folgenden Abschnitt wiederholst du die berühmte Melodie, endest dann aber mit wunderschönen Akkordspielereien. In der rechten Hand starten wir wieder mit dem H. In der linken Hand drücken wir diesmal ein H dazu. Weiter geht es mit 2 Es. Und diese Stelle habt ihr eben schon mal gespielt. G mit dem 4. Finger, eine Fis und wieder 2 Es, aber diesmal bitte mit dem Daumen rechts. Jetzt öffnen wir die Hand hier oben zum H mit dem 3. Finger, damit wir die folgenden Akkorde besser spielen können. Und hier gehen wir wieder aus der Tonart raus. Ich drücke jetzt mal die Töne zusammen. Ihr könnt sie auch gerne nacheinander anspielen, von unten nach oben im Arpeggio. Das klingt ganz nett. Weiter geht es mit dem Des. Und jetzt schiebt ihr eure Hand einfach eine Taste nach links und spielt die gleichen Tonabstände, wie ihr sie eben hattet, noch einmal. Ihr könnt die Töne, ich wiederhole das, im Arpeggio spielen oder aber auch zusammen runterdrücken, wie ihr mögt. Weiter geht es mit dem 3. Finger auf Ass. Jetzt kommt der nächste Akkord. Da achtet darauf, dass der 3. Finger hier auf dem E landet. Weiter geht es hier oben mit dem H, dem A ist. Und jetzt liegt ja der 3. Finger schon auf dem E links. Ihr schiebt die Hand ein bisschen rein und der nächste Akkord ist der, die rechte Hand geht mit dem Daumen ganz runter, ist dann der. Der kleine Finger spielt hier oben ein G. Und jetzt kommen wir wieder in unsere Tonart zurück und hören 2 Es. Die Hand öffnet sich links zum G und zum H. Nun lernst du das zweite Thema von Hedwigs Theme. Das zweite Thema beginnt rechts mit dem 2. Finger auf G und links kleiner Finger auf H. Jetzt kommen die beiden Töne.
Links die Hand öffnen, zweiter Finger auf G, rechts auch ein G. Weiter mit 2 Hs. Linke Hand muss wieder zurück zum H und rechts spielen wir ein G dazu. Der dritte Finger liegt vielleicht noch hier auf dem E. Rechts gehen wir aufs C. Die Hand wieder öffnen links zum G und rechts ein H. Jetzt kommt die erste Dissonanz für diesen zweiten Teil. Das sind die beiden. Und die linke Hand muss wieder ganz weit runter. Wenn eure Hand nicht so groß ist, dann lasst ihr einfach los und springt. Und weiter geht es mit den beiden. Rechts ein H alleine. Jetzt hier ein AS und links ein G. Und jetzt kommen wieder 2 Töne, die erstmal nicht so schön anzuhören sind. Ein H und der kleine Finger muss hoch zum H. Links wieder dritter Finger auf dem E, Hand wieder öffnen zum G und wir enden hier mit dem H. Wir wiederholen das zweite Thema und zum Abschluss spielen wir die uns schon bekannten Akkorde. Im letzten Abschnitt haben wir ausschließlich Wiederholungen bis auf ein paar ganz kleine Änderungen. Wir starten mit dem zweiten Finger auf G rechts, links kleiner Finger auf H, das ist der Beginn vom zweiten Thema. Und jetzt kommen die Akkorde vom ersten Thema. Gerne wieder im Arpeggio. Die Hand geht eine Taste runter. Und beim nächsten Akkord ändern sich links die Töne. Diesmal spielen wir die. Jetzt kommt ein weiterer Akkord. Der Daumen muss weit runter der rechten Hand. Und links spielen wir die 3. In der rechten Hand kommt ein G. Und wir enden hier mit einem E. Die linke Hand geht nun weit runter zu einem H. Und jetzt folgt ein tiefes E. Und die rechte Hand kann dann in die Pause gehen. Fürs gute Timing kommt hier die langsame Mitspielversion.
Das war Timeline Music mit Hedwigs Theme von John Williams. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welchen Song du als nächsten spielen möchtest. Bis zum nächsten Mal.